Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es zum einen um eine alternative Befestigungsweise für Griffschalen an einem Victorinox Messer und zum anderen um die ersten beiden schwimmenden Victorinox Messer, die es bisher gibt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Die Inspiration für das neue Griffschalenbefestigungssystem kam mir schon vor circa 2 Monaten, als ich an den abnehmbaren, auf Magnetismus basierenden Griffschalen arbeitete. Da gibt es eine kleine, unscheinbare Szene mit einer Büroklammer. Die werde ich euch kurz mal einspielen. Ich habe, wie man sieht, die Büroklammer auf der Vernietung des Messers geklemmt. Eine Büroklammer, hätte ich fast vergessen. Hier kann man es im Detail nochmal erkennen. Das Prinzip eines Druckknopfes ist ja sehr ähnlich. Also nahm ich mir einen Victorinox Spartan und einen Druckknopf und siehe da, es passt wirklich perfekt. Also da ist fast kein Spiel. Das einzige Problem ist, dass der Druckknopf jetzt wirklich sehr fest drauf sitzt. Das heißt, man muss diese Klammern, die sich im Druckknopf befinden, ein bisschen auseinanderbiegen. Dann kann man es auch ganz gut abnehmen. Also bestellte ich mir eine 10er Packung Druckknöpfe und stellte dann fest, dass man schon sehr auf die Durchmesser achten muss. Zu den Durchmessern komme ich später noch mal im Video. Die waren natürlich zu klein für Spartan, aber die passen zufälligerweise perfekt fürs Waiter. Auch hier muss man dann wieder ein bisschen die Klammern aufbiegen, weil es einfach nahezu perfekt sitzt. Aber das ist ja kein größeres Problem. Okay, ich musste quasi noch ein paar Druckknöpfe jetzt auftreiben für Spartan. Da danke ich auch meiner Freundin. Die hat mir da auch einen zur Verfügung gestellt. Als nächstes stellte sich in Bezug auf die Griffschalen die Materialfrage. Letztlich ist man da kaum gebunden, aber ich entschied mich für Kork. Das hier ist eine Art Nachbau eines sehr seltenen Puma-Messers. Das ist ein Nachbau vom Baladeo. Beim Puma-Messer wäre hinten noch ein Malspiegel oben drauf. Dieses seltene Puma-Messer heißt Wassersport- und Schwimmmesser Nummer 930. Es ist von ca. 1950, wirklich sehr selten, sehr teuer auf dem Zweitmarkt, kriegt man kaum noch her. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Die Besonderheit an dem Messer, wie man erkennen kann, ist, dass es schwimmen kann. Ja, und so war meine Idee für die Victorinox Wassersport- und Schwimmmesser geboren. So, und hier das Ergebnis. Wie man sehen kann, funktioniert das richtig gut. Ich habe hier mal meinen größten Kochtopf mit Wasser befüllt. Besonders das Waiter schwimmt wie eine 1. Das wiegt ohne Griffschalen auch nur 26 Gramm. Mit den Korkgriffschalen wiegt es 44 Gramm. Also aufgrund des geringen Eigengewichts ist das wirklich sehr gut dafür geeignet. Das ist der Puma-Nachbau, der schwimmt sowieso ziemlich gut. Tue ich mal kurz raus. Dann hatten wir noch das Spartan. Das wiegt ohne Griffschalen 50 Gramm und mit den Korkgriffschalen 74. Da habe ich mich leider enorm verkalkuliert. Es geht nicht komplett unter, es schwimmt irgendwie unter Wasser. Aber ich sag mal so, es schwimmt eher spartanisch. Also das ist nach hinten losgegangen. Da hätte ich auf jeder Seite nochmal 3-4 mm Kork draufhauen müssen, dass es schwimmt. Wenn man sich das originale Puma Wassersport- und Schwimmmesser anschaut, das hat richtig dicke Korkgriffschalen, da hätte ich mich dran orientieren sollen. So war es dann doch ein bisschen optimistisch. Naja, aus Fehlern wird man klug. Letztendlich wollte ich auch darauf hinweisen, es ist einfach schön, dass die Druckknöpfe und diese Vernietung so kompatibel sind. Also das eröffnet einem wirklich jede Menge Möglichkeiten. Ja, schöne Sache. Was ich auch gemacht habe, ich habe bei beiden Modellen hier die Nadel angebracht. Die ist ja bei den Plastikgriffschalen auch ungefähr in dieser Position. Ja, und beim Waiter gibt es noch eine Besonderheit. Da habe ich in einer Griffschale eine Aussparung gemacht. Da könnte man dann einen Feuerstahl reinlegen oder Angelzubehör. Naja, insgesamt eine gute Sache. Jetzt gibt es dann noch so Tipps in Bezug auf Material. Gut, so viel zum Thema Victorinox Wassersport- und Schwimmmesser. Das Spartan und das Victorinox Waiter oder besser noch Water. Für den Nachbau benötigt ihr euer jeweiliges Griffmaterial. Ich habe mich, wie ihr gesehen habt, für Kork entschieden. Das sind so Korkuntersetzer, die gibt es in jedem Baumarkt, in jedem Möbelmarkt.
Auch online kriegt man die relativ leicht. Kork lässt sich wunderbar bearbeiten, verzeiht aber wenig Fehler. Also wenn man sich mal versägt hat, dann hat man sich versägt. Wenn man sich verbohrt hat, hat man sich verbohrt. Dann muss man halt unter Umständen neu anfangen. Ich habe auch zweimal neu anfangen müssen. Es passiert ganz schnell, dass man da mal irgendwie sich ein bisschen verschneidet. Dann benötigt ihr mindestens 4 Druckknöpfe, 2 mal 2. Beachten müsst ihr hier unbedingt, dass die Innendurchmesser der Druckknöpfe stimmen. Bei den 91er Victorinox Modellen benötigt ihr Druckknöpfe mit einem Innendurchmesser von 5,8 bis 6 mm. Die Vernietung der 91er Modelle hat einen Außendurchmesser von 5,3 mm. Also ein bisschen Spiel brauchen wir. Bei den 84 mm Modellen von Victorinox muss der Innendurchmesser der Druckknopfgrundplatte 5 mm betragen. Die Vernietung hat hier einen Außendurchmesser von 4,6 mm. Druckknöpfe sind genormt, also ihr könnt vorher beim Händler auch mal anfragen. Der gibt euch bestimmt die richtige Auskunft. Denkt daran, wie anfangs erwähnt, die Metallklammern etwas aufzubiegen. Das geht ganz gut mit einem Schraubendreher. Auch hier leicht aufbiegen. Die sitzen sonst so fest auf der Vernietung, dass ihr die relativ schlecht wieder abbekommt. Ja. Zur Befestigung der Druckknöpfe an den Griffschalen benötigen wir 4 Maschinenschrauben. Das sind Gewindedurchmesser von 3 mm, haben eine Länge von ungefähr 1,5 cm. Da braucht ihr natürlich auch die richtigen Muttern dazu und 4 Beilagscheiben. Ja, was halt schön ist an diesen Schrauben, die passen ziemlich genau in die großen Druckknöpfe rein. Da muss man nicht viel machen, die steckt man einfach rein. Bei den kleineren Druckknöpfen muss man leider Gottes den Kopf ein bisschen zurechtschleifen. Entweder mit einem richtigen geeigneten Schmirgelpapier oder mit einer Metallfeile. Ja, das bleibt leider nicht aus. Ihr kommt bloß bei ganz wenigen Druckknöpfen da mal zufällig durch, aber meistens muss man nacharbeiten. Dann legt ihr die Griffschalen auf den Kork auf oder eben auf euer Griffmaterial. Zeichnet die Konturen ab. Das Aussägen geht bei Kork ziemlich gut mit einer japanischen Zugsäge. Funktioniert natürlich auch mit einer Laubsäge. In meinem Fall funktioniert es auch mit einer fein gezahnten Metallsäge. Das ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, die Zugsäge hat sich da am besten bewährt. Und wenn ihr dann das gut gearbeitet habt und vielleicht noch ein bisschen nachgeschliffen, dann kommt ungefähr sowas dabei raus. Das entspricht jetzt auch diesem Teil hier. Das ist jetzt noch dunkler, weil es vorhin im Wasser lag, also wundert euch nicht. Ja, dann müsst ihr nur noch mit dem Multibohr- und Schleifgerät die Löcher durchbohren, vielleicht hier noch fräsen, dass der Druckknopf reinpasst. Und dadurch, dass wir die Schrauben so schön in die Druckknöpfe reindrücken können, müssen wir das hier nur durchdrücken und auf der Gegenseite verschrauben. Das ist eigentlich alles. Also das geht eigentlich recht gut. Es ist insgesamt eine sehr einfache Sache, die man mit ein bisschen handwerklichem Geschick ganz gut hinbekommt. Allerdings muss man dazu sagen, dass mit der Härte des Griffmaterials auch der Anspruch steigt. Also wenn ihr Holz oder Kunststoff nehmt, müsst ihr schon wirklich extrem exakt arbeiten. Ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also so würde es mit Kork funktionieren. Mein Fazit: Dass Druckknöpfe rein zufällig so gut auf die Nieten der Victorinox Messer passen, gibt einem schon ziemlich viele kreative Möglichkeiten in Sachen Victorinox Griffschalengestaltung. Also da kann man sich dann wirklich austoben. Gut, mit den schwimmenden Victorinox hat es leider nur beim Vader geklappt. Das Spartan ist etwas zu schwer oder ich muss die Griffschalen eben dicker machen. Ich denke mal, mit der Niederlage kann ich leben. Was auch gehen würde, wäre ein einlagiges 91 mm Modell. Das gibt es auch, das wäre das Vader Plus. Und noch irgendein Golfer-Modell, sind beide allerdings sehr selten. Ja, entweder macht man dann hier die Korkgriffschalen noch breiter oder man lässt sich komplett was anderes einfallen. Dennoch, es ist das erste offizielle schwimmende Victorinox. Naja, immerhin, ne? Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich, ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.